Einen wunderschönen guten Tag, liebe Damen, liebe Herren. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Erstmal muss ich euch kurz sagen, guck mal hier. Wir haben den Käfer wieder auf die Bodengruppe gestellt. Nach einem Jahr ungefähr. Den habe ich jetzt fast ein Jahr. Und man denkt, es ist nichts passiert. Aber kommt mal mit kurz hier. Ich kann euch sagen, nichts ist auch nicht passiert. Guck mal da rein. Diese ganzen Kartons, das sind alles schon mal Teile, die ich gesammelt habe. Da oben geht das weiter auf dem Regal. Und ne, da auf dem Regal. Auf dem Regal geht das weiter. Ein paar Sachen. Also ich sammle schon wie verrückt Teile. Guck mal, da haben wir auch wieder Käferteile, ne? Das Ding wird langsam vollständiger. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Was in diesem Video passiert, kann ich euch noch gar nicht genau sagen. Wir starten da einfach mal so rein. Ich kann euch sagen, der Karmann, er ist noch nicht verkauft. Also falls ihr ihn haben wollt, dann kauft ihn, ne? Kauft ihn, Jascha wird sich freuen. Sag ich euch ehrlich, wenn er in gute Hände geht. Er will ihn loswerden. Wir brauchen den Platz hier in der Halle vielleicht auch. Oder? Naja, Leute, wie dem auch sei, Karmann ist kaufbar. Wir gehen mal weiter vor zur Werkbank, ne? Habe ich euch überhaupt das schon gezeigt? Anna, muss ich noch mal zeigen? Oh, mein schönes Schraubensortierlicht hier nämlich, ne? Langsam wird das hier richtig zur Werkstatt. Kommt mit. Hier am Bus soll es natürlich auch fleißig weitergehen. Ich habe es ein bisschen vergeigt. Ich hatte hier eine A-Säule in NOS zugesagt. Ja, habe mich da nicht direkt gemeldet, sondern jetzt erst 2 Wochen später und ich habe ihn noch nicht erreicht. Vielleicht kriege ich sie noch, vielleicht suche ich auch noch eine NOS A-Säule. Wer weiß das schon so genau. Sicher ist, ich habe jetzt einen Abschnitt gekriegt, hier abgeschnitten, drüben abgeschnitten und hier am Dach den kompletten Träger da vom T2B, damit ich für hinten den Träger in komplett habe, ne? Das heißt, wir können hier auch weiter dran machen. Ich will dieses Video wahrscheinlich auch hier hinten dran, aber wir wissen noch nicht, was wir machen. Wir wissen es nicht. Ein bisschen was am Bus wird passieren. Muss. Es kann ja hier nicht stehen bleiben, das Ganze. Neue Tür und sowas, das muss abgeholt werden. Wahrscheinlich fahren wir dieses Video los und holen Sachen für hier hinten hinter der Front. Wir wissen es nicht. Mitkommen, hier vorne geht's weiter. Nächstes Projekt. Werkbank ist noch einigermaßen sauber, aber ihr habt ja mitgekriegt, Nellys neuer Käfer ist jetzt hier auf dem Kanal. Ich weiß ja nicht, wie ihr das Ding findet. Interessiert euch das jetzt überhaupt oder sagt ihr, macht mal besser den Bus jetzt erstmal fertig? Aber nein, ich bin dafür, wir machen beide Projekte parallel und entweder wie in diesem Video ist ein bisschen beides zu sehen. Wer weiß das? Oder abwechselnd. Eine Woche das Video, nächste Woche das Video. Fakt ist, wir haben hier das Getriebeöl rausgelassen. Habt ihr alles im letzten Video gesehen? Wir müssen jetzt alles vorbereiten zum Strahler. Ich habe einen Termin, dass wir den ganzen Scheiß zum Strahlen abgeben können. Das muss jetzt alles vorbereitet werden. Das ist unsere Aufgabe. Außerdem wollen wir zusehen, dass die Bodengruppe und der Farbe kommt. Da ist jetzt alles an U-Schutz abgekratzt und so. Die ersten Teile für den Käfer trudeln auch ein. Hier ein schöner Auspuff, der nicht durchgegammelt ist. War ein Schnäppchen bei Kleinanzeigen. Obwohl ein Schnäppchen weiß ich auch nicht, aber man muss ja mal direkt irgendwas kaufen für das Auto, ne? Und heute, Leute, habe ich mir noch was gegönnt. Ich habe mir einen schönen neuen Winkelschleifer gekauft. Weil was soll's denn so, ne? Und gleich hier am Kabel anheben. So macht man es natürlich nicht, ne? Aber ich wollte schon lange mal ein neues Teil haben, weil das Ding hier, das schleppe ich schon jahrelang mit mir rum. Das habe ich mal gefunden, Alter. Dass das überhaupt noch läuft, da ist schon das 3. neue Kabel dran und so. Jetzt können wir mit 2 Flexen gleichzeitig arbeiten. Ich freue mich, nicht jedes Mal Scheibe umspannen. Einen schön mit Schrubbscheibe, einen zum Schneiden zum Beispiel. Alles da. Egal, Leute, wir starten rein. Viel Spaß mit dem Video. So Leute, passt mal kurz auf. Wir haben jetzt die Bodengruppe umgedreht, hier auf die Böcke gestellt, richtig schön, dass wir eine gute Arbeitshöhe haben. Die ganze andere Seite ist so gut wie fertig. Also auf jeden Fall sind diese Betonmatten ab. Jetzt fangen wir hier an und hier sind noch so U-Schutzreste drauf. Guck mal, wie geil der Lack da unter noch ist. Auch hier alleine die Wagenheberaufnahmen und sowas, wie mega der Zustand ist. Wir machen natürlich nicht die ganze Fläche jetzt hier nochmal blank. Das ist einfach doppelte Arbeit und wir wollen ja auch irgendwann fertig werden. Das soll nachher schwarz schön gemalt werden. Aber erstmal hauen wir jetzt noch ein bisschen rein, legen wenigstens ja die kritischen Bereiche, sag ich mal, frei, nehmen hier so ein bisschen diese Unterbodenschutzplatten weg. Geil, wir geben Gas. Wir haben jetzt hier den ganzen Abend auf der Bodengruppe rumgekratzt. Und was soll ich euch sagen? Guckt euch selber an unser Ergebnis. Hier überall allerfeinste Originallack drunter. Wir haben wirklich nichts an Rost gefunden. Also hier war vielleicht mal an so einem Übergang so ein bisschen Rost, aber nichts wirklich. Ne? Selbst der Rahmenkopf hier, alles richtig schick, schwatternfarben.
Farbe. Hier, wo die Achse hinter war, da war na klar auch ein bisschen Rost und so. Aber alles komplett überschaubar. Die Seite auch komplett den U-Schutz rausgekratzt. Ja, jetzt muss man sich hier noch überlegen, was auf der Fläche ist. Wir wollten eigentlich gar nicht so ein Fass aufmachen und hier alles für der roten Farbe runterkratzen. Aber wie ihr seht, ist das halt alles schon noch Unterbodenschutz, wo halt diese rote Farbe drauf ist. Und ja, wenn wir das jetzt einmal machen, dann kommt es auf ein paar Stunden mehr auch nicht an. Und wir haben es am Ende ordentlich. Das Ding soll ja auch bleiben im Optimalfall. Wir wollen ein paar Jahre damit Spaß haben. Von daher geben wir weiterhin Gas und ja, geben unser Bestes, dass es alles vorbereitet wird für die Lackierung. Hier auf der Seite ist na klar auch ein bisschen Rost. Es hat ja auch schon mal einer das quasi komplett versucht hier irgendwie abzuschleifen. Das sieht man hier in diesen Strukturen halt, wie es abgeschliffen wurde, der Unterbodenschutz teilweise. Ja, und dann diese Rostschutzfarbe rüber. Deswegen machen wir das jetzt echt auch einmal geil alles, ne? Weil die Bodengruppe ist es auf jeden Fall wert. Ich meine, eine Bodengruppe, wo dran nichts geschweißt werden muss, ne? Leute, bis morgen. Wie lange waren wir jetzt dran? 4 Stunden? 4 Stunden ungefähr. 4 Stunden einfach nur gekratzt hier die ganze Zeit. Ich krampf schon in den Händen und so. Meine Freundin auch ganz tapfer hier die ganze Zeit mit am Durchziehen. Bis morgen. So Leute, was geht ab? Wir haben jetzt schon 2-3 Tage später. An der Bodengruppe ging es fleißig zur Sache. Ich habe jetzt die Sachen zum Strahlen gebracht. Zu meinem Strahler des Vertrauens. Ich bin ganz gespannt, was das wird hier und wie und so, ne? Heißer Scheiß. Ja, was soll ich euch sagen? An der Bodengruppe haben wir echt richtig Gas gegeben. Guck mal. Oh, glänzt komplett neu in schwarz. Es wurde hier tagelang noch weiter gekratzt. Und gestern Abend war es endlich soweit. Wir haben das Ding einmal entstaubt und nochmal hier so ein bisschen mit Rostumwandler an den kritischen Stellen bearbeitet. Da zum Beispiel. Und jetzt, ja, war Nelly gerade schon ganz fleißig dran und hat hier die erste Schicht schwarz einmal aufgerollt und ein bisschen hier mit dem Pinsel schön in die ganzen Ritzen rein und so. Man sagt sich, 3 Schichten müssen es werden am Ende. Guck mal, wie geil die Bodengruppe jetzt schon aussieht. Das kann doch nur ein H-Kennzeichen geben, oder? Wir drehen die Bodengruppe um, dann geht Musik ab und wir streichen weiter. Bis gleich. Was geht ab? Jetzt am nächsten Tag soll es weitergehen. Hier, guck mal, die zweite Schicht an Farbe kommt schon direkt drauf auf die Bodengruppe. Mega geil. Für nachher habe ich ein paar Leute gefragt, ob sie helfen können, tragen, weil es soll auf jeden Fall passieren. Das Käferhäuschen soll heute da drüben reinkommen auf diese großen Böcke. Ich war jetzt unterwegs und habe bei Bauhaus hier für 5 Euro das Stück, ich zeige den Scheiß euch mal, so eine billigen Böcke geholt. Da soll die Bodengruppe jetzt gleich rauf und zwar genau hier vorne so. Hier ist noch so ein Projekt, da hat Malte mal angefangen und unsere Kiel-Geschichten da hinten mal so einen Motor rausgeholt, um fertig zu machen. Der Bus kommt jetzt hier gleich einmal raus und ich will mir mal angucken, wie ich weitermachen kann, dass ich die Säule hier rausziehen kann. Einfach schon mal einen Plan haben, weil ich bin richtig heiß, dass was passiert, ne? Wir müssen jetzt die nächsten 2 Wochen definitiv noch voll nutzen und am Käfer einen Schlag reinhauen einfach, weil wir drüben den Platz haben von Jasko. Ja, das will ich nutzen. Das heißt, diesen Monat wird wahrscheinlich doch nicht mehr viel am Bus passieren. Ab November werde ich dann hier wieder voll durchstarten. Ein paar Kleinigkeiten mache ich vielleicht nebenbei noch, aber jetzt kommt das Ding erstmal raus. Ich schieb den raus und dann sehen wir uns gleich wieder.
So Leute, guck mal hier hin. Die Reihe ist komplett leer. Ich habe euch noch mal ein paar Eindrücke gegeben. Jetzt haben wir hier schon mal die Böcke bereitgestellt, weil da wollen wir die Bodengruppe gleich hinzaubern. Das soll jetzt alles passieren, ne? Aber allgemein muss hier auch mal ein bisschen klar Schiff gemacht werden. Ich bin richtig heiß, ein bisschen aufzuräumen. Guck mal, hier sind überall so Schrauben und sowas und Sachen. Die Pfand muss weg. Ist auch egal. Hier wird jetzt die Bodengruppe getwistet, Alter. Erstmal ein Stück rüber hier. Da sind die fleißigen Leute dran nämlich, ne? Ja. Jetzt wird das Ding getwistet hier am Spieß. Das ist immer die knappe Kante. Ja. Oh, schick ist das, ne? Und jetzt hier. Malte, du musst ein bisschen zum Sauerkrauts rüber jetzt, weißt du? Ja. Ja, geil. Oh, guck mal, Leute. Und da kommt jetzt auch gleich noch eine zweite Schicht Farbe rauf. Aber erstmal bringen wir den Kram rüber. So, dass man das später zum Getriebe einmal nochmal drehen muss. Mann, Malte. Oh. Bock, Achtung. Ja. Der Reizaffer! Oh nö! Yo, was geht ab? Nächster Tag ist jetzt hier angebrochen oder sogar schon 2 Tage später. Ich habe mal gechillt zwischendurch und geschnitten und so ein Scheiß, ne? Guckt euch hier mal an. Die Bodengruppe steht jetzt hier auf den Böcken richtig schön. Der zweite Lack schon durchgetrocknet. Richtig gut. Jetzt kann da die dritte Schicht drüber. Fühlt sich richtig gut an und macht auch einen richtig geilen Eindruck. Ja, Leute, weiter geht's jetzt. Ich soll jetzt hier meine Bettdecke und so von der Party noch rausholen. Und dann fahre ich gleich los. Aber vorher zeige ich euch noch mal eben. Das Häuschen steht jetzt hier auf diesen Böcken, wo mein Käfer die ganze Zeit drauf stand. Man kann jetzt richtig loslegen. Kommt hier überall hammergut hin und sowas, ne? Es kann losgehen mit den Schweißarbeiten. Ich denke mal, hier mit dieser Ecke könnte man mal anfangen. Oder hier unten mal ein schönes Blech bauen. Das werde ich nur reparieren, weil dieses kleine Loch, da fange ich nicht an und mache irgendwas Großes auf, weißt du? Naja, ansonsten steht na klar an hier hinten die Endspitze. Da wollte ich eigentlich schon heute was geschafft haben. War das Reparaturblech eingepasst. Aber wie es mit der Zeit ist, ich habe es nicht geschafft. Die andere Seite muss auch noch geschweißt werden. Das soll jetzt recht zügig passieren, weil wie gesagt, in 2 Wochen soll das Ding am besten heiraten mit der frischen Bodengruppe da drüben. Ansonsten war Nelly hier noch ganz fleißig am Getriebe. Hat das schon mal alles schön abgebürstet und gemacht und getan. Dass wir jetzt auch da weitermachen können. Einmal das Gehäuse mit Zinkspray lackieren, dass das nicht gleich wieder so anläuft, wenn man das schön konserviert hat. Außerdem sind die Teile vom Strahler fertig. Die könnte ich jetzt eigentlich abholen, aber ich schaff's jetzt nicht. Ich soll jetzt los. Schönes kleines Treffen, ne? Hier die Achsrohre können lackiert werden. Es ist jetzt nicht mega viel passiert, aber halt viele wichtige Sachen. Einfach mal hier so ein bisschen das rumgerollt ist. Überall ein bisschen aufgeräumt in den Ecken. Die Bodengruppe ist fertig gemalt quasi. Das Häuschen steht endlich drin. Auch hier direkt den Türgriff ausgebaut, weil er hier so, der hat auf jeden Fall gute Einbruchsspuren, würde ich sagen. Jetzt können die Türgriffe wieder poliert werden. Guckt mal hier die Radkappen, die haben wir zu Hause auch schon mal abends vor dem Fernseher schön durchpoliert einmal. Ich freue mich hammer, dass ihr hier die ganze Zeit am Ball seid. Ey, wir haben hier Katastrophenwetter bei uns in Flensburg. Die ganze Förde läuft aus, da hätte ich fast gesagt. Guck mal, hier draußen die Tonne weggeweht. Die Anhängerplane musste ich gerade schon safen. Der Müll packt es zum Glück ziemlich gut. Und ich werde jetzt mir da hinten den Varri krallen. Guck mal, da sind schon die ersten Ästchen raufgefallen. Und losfahren. Mal sehen, wahrscheinlich filme ich da noch ein bisschen was. Entweder kommt das jetzt hier noch ins Ende mit ran oder nächstes Video könnt ihr euch auf ein paar Luftgekühlte freuen. Bis gleich. Ja, Mann, komm her, Baby. Geil. So, Leute, kann losgehen. Das Wetter ist na klar nicht das Geilste, ne? Erstmal Licht einschalten hier in der Bude. Ja, wir haben Licht an. Wischen hier. Ja. Sauber, kann losgehen.
So Leute, wir haben schon wieder den nächsten Tag. Ich habe ein entspanntes Wochenende gehabt soweit. Ein paar Kleinigkeiten trotzdem noch geregelt. Jetzt ist dieses Video vorbei. Guck mal, da hole ich Nelly jetzt ab in der Bahn. Weil wir haben schon wieder einen Auftrag. Ja, wir holen Teile für den Käfer ab. Ist egal, ihr kriegt davon nächste Woche wieder mehr zu hören. Bin so. Ich will euch jetzt hiermit sagen, es ist Feierabend. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. War mal mit mehr Musik wieder und so. Ich fand's ganz geil. Lasst gerne hier diesen Daumen da, ne? Das ist immer schön zu sehen, wenn man sieht, es gefällt. Kommentiert doch auch gerne, was ihr haltet. Falls ihr irgendwas zu sagen habt. Ich lese mir das immer alles gerne durch und ich werde auch mal wieder antworten. Man kennt mich ja, ne? Leute, bis nächste Woche. Bleibt frisch. Erstmal